Deutsch lernen durch Hören. Geld verdienen neben der Schule. Sophia ist 16 Jahre alt und geht zur Schule. Sie möchte ein neues Handy kaufen, aber sie hat nicht genug Geld. Ihre Mutter sagt, wenn du ein Handy willst, dann musst du Geld verdienen. Sophia denkt nach. Vielleicht finde ich einen Job nach der Schule, aber sie weiß nicht, welcher Job gut für sie ist. In der Schule spricht sie mit ihren Freunden. In der Pause sitzen sie zusammen auf der Bank und erzählen von ihren Nebenjobs. Lara sagt, ich passe jeden Tag auf 2 kleine Mädchen auf. Die sind total süß. Tom hört zu und sagt, ich trage Zeitungen aus, aber Babysitten klingt viel besser. Sophia findet das interessant. Sie mag kleine Kinder und denkt, vielleicht ist Babysitten auch etwas für mich. Ich will es mal versuchen. Später erfährt sie, dass es in der Stadt einen Babysitterkurs gibt. Sie meldet sich an. Im Kurs lernt sie viel über Kinder. Sie lernt, wie man Babys füttert, wie man mit Kindern spielt und was man bei einem Notfall tun muss. Die Kursleiterin ist nett und erklärt alles gut. Jetzt fühlt sich Sophia sicherer. Sie möchte Babysitterin werden. Am Abend erzählt sie ihrer Mutter davon. Die Mutter sagt, frag doch mal unsere Nachbarin, sie hat einen kleinen Sohn. Ein paar Tage später spricht die Nachbarin Sophia auf der Treppe an. Sie fragt, kannst du am Samstag auf meinen Sohn aufpassen? Mein Mann und ich haben Hochzeitstag. Wir wollen essen gehen. Sophia ist ein bisschen nervös, aber sie sagt ja. Der Junge ist 4 Jahre alt. Sophia spielt mit ihm mit Bausteinen. Dann liest sie ihm ein Bilderbuch vor. Der Junge lacht viel und sie auch. Die Zeit vergeht schnell. Am Ende bekommt Sophia ihr erstes Geld. Sie bekommt 50 €. Sie freut sich sehr und sagt Danke. Zu Hause erzählt sie alles ihrer Mutter. Sie ist sehr stolz. Jetzt weiß sie, Babysitten macht ihr Spaß. Und sie kann es gut. Bald erfährt Sophia, dass es noch viele andere Jobs gibt. Am Samstag hilft sie einer alten Frau beim Einkaufen. Die Frau freut sich und sagt, Danke, du bist sehr hilfsbereit. Später am Tag fragt ein Nachbar, kannst du mit meinem Hund spazieren gehen? Sophia sagt gern ja. Der Hund ist groß, aber sehr freundlich. Sie findet ihn lustig und nennt ihn Chef. Jetzt hat Sophia viele kleine Jobs. Fast jeder Tag ist voll. Sie lernt ihre Zeit gut zu planen. Sophia merkt, ein Job ist nicht nur für Geld. Man lernt auch etwas dabei. Am Abend sagt sie zu ihrer Mutter, ich habe fast genug Geld für das Handy. Aber weißt du was? Ich bin jetzt viel selbstständiger. Sophia ist glücklich. Ihre Mutter sagt, das hast du gut gemacht.